Leute, ich hoffe bei euch ist alles gut soweit. Ja, für mich geht es heute zu einem Beauty Appointment, Microblading besser gesagt, weil falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe hier heute meine Augenbrauen mal so gar nicht geschminkt und ja, die sind super hell. Ich muss die quasi jeden Tag aufmalen. Es ist sau nervig, nimmt so viel Zeit in Anspruch auf Dauer, so jeden Tag und nervt mich einfach nur noch, wenn ich ehrlich bin. Ja, wollte daher mal Microblading ausprobieren. Das ist eine Methode, bei der Farbe quasi in deine Haut gebracht wird und das Ganze soll so 2 Jahre halten, glaube ich. Und ja, ich habe hier in Seoul eine Koreanerin entdeckt, die ihr kleines eigenes Studio hat und wie gesagt Tag ein, Tag aus nichts anderes macht und hat super tolle Referenzen auf Instagram. Das ist wie gesagt jetzt vorher kaum vorhanden leider. Vor allem ich habe die schon vor 2 Wochen oder so färben lassen und dennoch sind die noch so hell und irgendwie kaum da und ja, wie gesagt, es wird Zeit für eine Veränderung. Die ist heute und ich nehme euch dabei mit und zeige euch das Ganze auch so ein bisschen, wie dann die Heilungsphase abläuft und so weiter. Und ja, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, noch eine andere Sache. Ich habe die Tage von Nordgreen eine Uhr bekommen, beziehungsweise erhalten in der Post. Diese sieht so aus. Ich habe mich für ein Modell in Roségold entschieden mit einem pinken Lederarmband. Ich fand, das hat super zusammengepasst, weil man kann sich die Uhren selber zusammenstellen, also sprich das Ziffernblatt und das Armband. Ich kann euch die auch mal eben kurz angezogen zeigen. Moment. Ja, so sieht die dann getragen aus. Ich finde die super schön. Passt auch immer super zu meinem Ringschmuck, weil ich meistens Roségold trage. Wie gesagt, ich habe noch einen Rabattcode für euch, der lautet Out of Mana und gibt euch 15% auf das gesamte Sortiment bei Nordgreen. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, ich lasse euch auch den Link in der Videobeschreibung. Ja, ich sehe gerade, ich habe noch eine Stunde, ich mache mir jetzt noch eben Mittagessen und dann muss ich auch los zu meinem Beauty Appointment, also let's go. Ja, jetzt hatte ich doch gar nicht so großen Hunger, wie ich gedacht habe, deswegen gibt es nur einen Joghurt. Übrigens, Joghurt ist hier in Korea recht teuer, finde ich. Also ich glaube, ich habe jetzt für den Joghurt 1,50 € bezahlt oder so. Just let it fall off. Hi Leute, heute ist der erste Tag nach dem Appointment
Und ja, wie man sieht, die Augenbrauen sind wesentlich dunkler und ja, sehr präsent, würde ich mal sagen. Aber das sieht jetzt nur die erste Zeit so aus, sodass natürlich auch abheilen muss. Wie man hier erkennen kann, hat sie wirklich einzelne Härchen gemalt. Das war mir halt auch ganz wichtig, weil ich nicht wollte, dass das zu extrem aussieht. Ich meine, klar, das sieht jetzt ein bisschen extrem aus, aber das liegt auch daran, eben weil es, wie gesagt, abheilen muss. Sie hat gesagt, das Ganze wird 30 bis 40% heller, als wie es am Anfang jetzt ist. Das heißt, die Farbe wird die kommende Woche nach und nach ein bisschen abfallen. Das ist wie bei so einem Tattoo auch. Falls ihr Tattoos habt, ist es wirklich vergleichbar, dass, wie gesagt, in den nächsten Tagen wie so eine Art Kruste dann abfallen wird und dementsprechend das Ganze natürlich heller wird. Und ja, ich bin da mal gespannt, wie es aussehen wird. Wie gesagt, jetzt der erste Tag direkt danach sieht ein bisschen krass aus, aber ich denke, das Ganze wird noch viel heller werden. Ja, die Prozedur an sich tat eigentlich gar nicht weh. Ich habe eine Betäubungscreme aufgetragen bekommen. Die hat ca. 20 Minuten eingewirkt und danach hat sie wirklich manuell mit einer Nadel die Härchen aufgemalt. Und das Ganze, ich würde sagen, hat eine Stunde dann noch gedauert. Eigentlich fast gar nichts gemerkt. Also man hat schon gemerkt, dass, wie gesagt, da jemand mit einer Nadel lang fährt, aber es war wirklich kein signifikanter Schmerz oder sonst irgendwas, überhaupt nicht vergleichbar mit einem Tattoo. Also wer Tattoos hat, das tut tausendmal mehr weh. Ja, und nach 1 bis 3 Monaten kann man auch nochmal ein Touch-up machen lassen für umsonst bei ihr. Das heißt, wenn man an einigen Stellen noch nicht zufrieden ist, kann sie da nochmal lang gehen. Nur hatte sie mir jetzt auch gesagt, dass sie schwanger ist, weshalb sie nur noch bis Ende Juni arbeiten wird oder kann und noch gar nicht so genau weiß, wann sie dann wieder anfangen wird zu arbeiten, weil normalerweise ist sie wirklich, also zumindest die Wochenendtermine, bis zu 3 Monate im Voraus ausgebucht, also richtig krass. Also wenn ihr da wirklich einen Termin haben wollt bei ihr, würde ich mich echt frühzeitig ransetzen und ihr dann bei Instagram zum Beispiel schreiben, das geht. Ich lasse auch alle Infos von ihr in der Infobox, weil ich war wirklich super zufrieden mit ihrem Service. Sie ist eine ganz, ganz liebe, kann top Englisch und hat wirklich ein Auge für Augenbrauen. Also wenn man auf ihre Instagram-Seite geht, ich finde wirklich jedes Bild, was da hochgeladen ist, dann sieht man sofort, sie hat da so einen Blick für welche Art Augenbrauen für die Person passend ist. Und ich bin, wie gesagt, auch super gespannt, wie meine am Ende abgeheilt aussehen werden. Also ich bin mit der Form an sich schon mega zufrieden. Also es ist wirklich top. Vor allem, das wird echt mir so viel Zeit in Zukunft ersparen. Ja, sie hat mir auch noch diesen Instruction-Zettel mitgegeben, was ich richtig toll fand, wo wirklich steht, was man beachten muss in den nächsten 7 Tagen. Und im Groben und Ganzen soll man natürlich super vorsichtig sein mit der Stelle, weil es natürlich abheilen muss. Heißt, man in den Augenbrauen herumdoktern, sage ich mal. Also wirklich nicht anfassen, nicht mit Seife reinigen, sondern nur mit Wasser. Und man muss 2 bis 3 Mal täglich diese Creme auftragen. Das soll ich jetzt auch ab heute machen. Da hat sie mir, wie gesagt, auch so 3 kleine Sachets mitgegeben. Die werde ich dann auch benutzen. Ich habe jetzt hier die Creme, die werde ich jetzt auch mal auftragen mit einem Wattestäbchen, ganz vorsichtig. Soll wirklich nur eine ganz, ganz dünne Schicht sein. Also man soll das Ganze auch nicht überbenutzen, weil das ist dann auch nicht gut für den Heilungsprozess. Also wirklich alles in Maßen auftragen, dass das Ganze so leicht bedeckt ist. Auch gelesen in den Instructions, dass es in den ersten 1 bis 2 Tagen zu leichten Rötungen oder Schwellungen kommen kann. Bei mir geht es tatsächlich, also ich sehe ein bisschen Rötung, aber es ist jetzt wirklich nicht schlimm. Hallo Leute, ich wollte euch mal ein kleines Update geben zu meinen Augenbrauen. Heute ist der 4. Tag nach der Behandlung und ich finde, meine Augenbrauen sind schon wesentlich heller geworden, also auf jeden Fall wesentlich heller als direkt am ersten Tag nach der Behandlung. Und soweit habe ich auch eigentlich gar keine Probleme gehabt und die heilen wirklich super ab. Es fängt auch langsam an, etwas zu jucken, aber das ist normal und man sollte auch wie gewohnt nicht an die Augenbrauen rangehen, heißt nicht mit dem Finger am besten dran gehen, nicht wischen, am besten einfach in Ruhe lassen und einfach immer schön die Salbe auftragen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das sich so in den nächsten 3 Tagen entwickelt, weil dann ist eine Woche vorbei, aber bisher bin ich schon wirklich sehr zufrieden. Hi Leute, heute ist Tag 5 während des Abheilungsprozesses und ich wollte euch mal so ein kleines Update geben. Meine Augenbrauen sehen ein bisschen fleckiger aus, sind auf jeden Fall viel, viel heller geworden und wie gesagt, so langsam aber sicher
fällt die Kruste ab. Nach wie vor säubere ich die Stelle auch wirklich nur mit Wasser, nicht mit Seife und trage die Creme mit einem Wattestäbchen auf. Ja, und langsam aber sicher geht auch die Kruste ab. Ich habe mal, auch wenn es ein bisschen eklig aussieht, hier festgehalten. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Es ist quasi wie so ein Härchen quasi abgegangen, also die Form eines Härchens, aber es ist eigentlich Farbe von dem Microblading. Und wie gesagt, das pellt sich jetzt so ein bisschen ab, aber ich denke, in ein paar Tagen ist es dann wirklich ganz abgeheilt. Hi Leute! Ja, heute ist schon der 11. Tag nach der Behandlung und ich würde sagen, die Augenbrauen sind wirklich komplett abgeheilt. Ich zeige euch mal, wie das Ganze von nahem aussieht. Wie man sieht, ist die Farbe überhaupt nicht mehr so dunkel wie ganz am Anfang, sondern hat sich wirklich angepasst, beziehungsweise ist viel, viel heller geworden. Und es gibt auch keine Kruste mehr oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich heute in meinen Augenbrauen habe, ist transparentes Augenbrauengel, also kein Make-up, kein gar nichts. Und ja, ich bin wirklich super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, das Video konnte euch so eine kleine Hilfestellung geben, wie das Ganze abheilt oder wie es generell gemacht wird, das Microblading. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist sehr positiv und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr da schon irgendwie länger drüber nachgedacht habt, das zu machen. Ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!